herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Tutorial in U-Boat. Ich habe unter sehr vielen meiner vorhergehenden Tutorials und auch den Let's Plays die Nachricht bekommen, hey du, wie funktioniert das eigentlich so mit dem Torpedo vorheizen? Und da ich jetzt nicht jedem persönlich antworten möchte und jedes Mal das gleiche erklären möchte, mache ich daraus jetzt einfach ein Video, um euch das Torpedo-Vorheizen in U-Boat mal ein bisschen näher zu bringen. Vorab, mich hat ein Follower darauf hingewiesen, dass in anderen Videos man den Offizieren den direkten Befehl geben kann zum Torpedo-Vorheizen. Ja, also das hieß damals Torpedo vorwärmen. Ich sage damals, weil es war eine sehr, sehr frühe Version von U-Boat, lange bevor das Spiel in die Vollversion übergegangen ist. Das gibt es heute nicht mehr. Heute wärmt man die Torpedos anders vor, beziehungsweise einfacher vor. Ich gehe mal hier in die Ansicht und dann wandern. Wir wandern mal zu den Torpedorohren. Super, keine Torpedos verladen, das trifft sich gut. Das hätte ich vorher prüfen müssen. Das tut mir leid. Wir verladen schnell die Torpedos. Machen einen schnellen Durchlauf. Und dann zeige ich euch, wie das mit dem Vorwärmen funktioniert. Das ist eigentlich relativ simpel. Und auch relativ einfach. Je nachdem, in welcher Situation man sich befindet, da sage ich gleich noch was zu, kann man sich da ein bisschen Zeit sparen. Gerade in Gefechtssituationen ist das wichtig, wenn es auch um das Verladen geht und um das Vorwärmen. So, Rohr 1 ist geladen. Ich mache den Zeitraffer mal aus. Wir sehen hier, Rohr 1 ist geladen. Wenn man jetzt hier mit der Maustaste drüber geht, sieht man hier Instandhaltung durchführen. Ich mache das nicht, weil das nach meiner Erfahrung nicht so gut funktioniert. Ich gehe in die Offiziersübersicht, suche mir dann einen meiner Ingenieure raus. Ich nehme jetzt einfach den, der jetzt momentan an den Dieselmotoren ist und sage ihm, hier, pass mal auf, Instandhaltung, Rohr 1. Dann weise ich ihm in Gefechtssituationen hier 2 Matrosen zu, weil das nämlich die Zeit deutlich beschleunigt. Und wenn wir jetzt hier, also es beschleunigt die Zeit, es verkürzt die Dauer des Nachladens und der Torpedowartung. So, wenn man ihnen Matrosen zuweist. Jetzt kommt die Meldung, Torpedorohr 1 gewartet. Wir schauen nochmal auf das Torpedorohr. Jetzt hat der Torpedo hier einen Haken, das heißt, er ist gewartet, er ist vorgewärmt und hier ist ein Balken und dieser Balken zeigt an, wie lange der Torpedo vorgewärmt und gewartet ist. Ja, das bedeutet, je länger wir warten, desto mehr nimmt dieser Balken ab und wenn er auf 0 ist, dann muss man den Torpedo wieder von neuem vorwärmen bzw. warten. Und mit diesem Torpedo, wenn der vorgewärmt ist, also wenn er einen Haken hat, habt ihr eine höhere Trefferchance. Wir schauen uns das noch am Uzo an. Ich schicke jetzt den Kommandanten einfach mal ans Angriffsperiskop, auch wenn wir jetzt im Hafen sind, spielt keine Rolle. Dann übernehme ich die Kontrolle. Bestätige. So, das dürfte ja das Bild sein, das ihr kennt. Ja? Abgesehen davon, dass wir jetzt noch im Hafen sind. Angenommen, ihr habt ein Schiff. Ihr habt ein Schiff aufgeklärt. Ihr habt hier eure Schiffsklasse ausgewählt. Ihr habt die Geschwindigkeit gemessen. Ihr habt den Lagewinkel eingegeben. Ihr habt die Entfernung eingegeben. Dann kommt ihr jetzt hier zum finalen Schuss. Und jetzt seht ihr hier an dem Torpedo einen Haken. Und wenn dieser Haken da ist, dann ist euer Torpedo vorgewärmt, gewartet und vorgewärmt. Das heißt, ihr könnt dieses Rohr fluten. Bewässern.
Und wenn es geflutet ist, könnt ihr ganz gemütlich einen Schuss absetzen und dann habt ihr eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit. So, wir feuern den einfach mal ab. Und im Gefecht würde er dann besser treffen als ein ungewarteter Torpedo, ein unvorgewärmter Torpedo. Man kann auch mit unvorgewärmten Torpedos, ungewarteten Torpedos Treffer erzielen. Ja, also das funktioniert auch. Die müssen nicht zwingend vorgewärmt sein. Es ist aber deutlich besser. Ich hoffe, damit habe ich euch diese ewige Frage ausreichend beantwortet. Falls ihr weitere Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Falls ihr euch... oh, jetzt habe ich die Kaimauer zerstört. Das tut mir aber sehr leid. Falls euch weitere Fragen einfallen, falls ihr euch mehr Tutorials wünscht, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich kümmere mich dann darum, das schnellstmöglich umzusetzen. Und ansonsten bitte ich euch, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da. Dann verpasst ihr auch nichts zum Thema U-Boat, was ich veröffentliche. Keine Let's Plays, keine Tutorials. Und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, sage danke und wir sehen uns. Bis dahin.